Daphne hatte schon als Kind davon geträumt, mit Tieren zu arbeiten, und nun, viele Jahre später, war sie zu einer Legende geworden. Ihre Liebe zu den Elefanten war unermüdlich, und ihre Hingabe hatte das Leben unzähliger Waisenelefanten gerettet. Daphne erinnerte sich an die ersten Tage nach dem Tod ihres geliebten Mannes, David Sheldrick. Sie hatten gemeinsam von einer Welt geträumt, in der Elefanten und andere Tiere in Freiheit leben konnten. Nach seinem Tod war der Schmerz überwältigend gewesen, doch die Idee, ihre gemeinsame Vision fortzuführen, gab ihr Kraft. Sie gründete eine Stiftung, um Waisenelefanten zu retten, und entwickelte eine spezielle Milchformel, die es den kleinen Elefanten ermöglichte, zu überleben. Eines Tages, während sie die Elefanten fütterte, bemerkte sie ein ungewöhnliches Verhalten bei einem der Waisen, ein kleiner Bulle namens Kito. Er war erst wenige Monate alt und hatte sich in den letzten Tagen seltsam zurückgezogen. Daphne kniete sich neben ihn und streichelte sanft seinen Rüssel. »Was ist los, mein kleiner Freund?« flüsterte sie. Doch Kito reagierte nicht wie gewohnt, er schien lethargisch und traurig. Die nächsten Tage waren eine Herausforderung. Daphne beobachtete Kito genau und stellte fest, dass er nicht mehr so viel Milch trinken wollte. Ihre Sorgen wuchsen, und sie wusste, dass sie etwas unternehmen musste. In der Nacht konnte sie kaum schlafen, Gedanken über Kito und die Verantwortung, die sie für die anderen Elefanten trug, quälten sie. Am Morgen beschloss sie, einen Tierarzt zu rufen. Dr. Mwangi, ein erfahrener Veterinär, kam schnell zu Hilfe. Er untersuchte Kito und stellte fest, dass er an einer schweren Mageninfektion litt. »Wir müssen sofort handeln, Mama Elephant«, sagte er mit ernster Miene. »Er braucht eine spezielle Behandlung, sonst wird er es nicht schaffen.« Daphne fühlte, wie ihr Herz schwer wurde. Kito war nicht nur ein Elefant, er war ein Teil ihrer Familie geworden. In den folgenden Tagen verbrachte sie jede freie Minute an seiner Seite, sprach ihm Mut zu und fütterte ihn mit der speziellen Milch, die sie für ihn zubereitet hatte. Die anderen Waisenelefanten schienen zu spüren, dass etwas nicht stimmte, und versammelten sich um Kito, als wollten sie ihm Kraft geben. Die Tage vergingen, und Daphne bemerkte eine kleine Verbesserung. Kito begann, wieder zu trinken, und seine Augen strahlten langsam wieder. Doch dann, an einem stürmischen Abend, als der Regen gegen die Fenster prasselte, hörte sie ein lautes Geräusch. Sie sprang auf und rannte nach draußen. Kito lag auf dem Boden, und seine Atmung war flach. In diesem Moment fühlte sie sich, als würde ihr Herz brechen. »Bitte, Kito, kämpfe. Du bist stark«, rief sie verzweifelt. Dr. Mwangi war schnell zur Stelle und begann, den kleinen Elefanten zu behandeln. Daphne hielt Kitos Kopf in ihrem Schoß, während der Regen auf sie niederprasselte. »Du bist nicht allein, mein kleiner Freund«, flüsterte sie, während sie ihm über den Rüssel streichelte. Die Stunden vergingen, und die Nacht schien endlos. Schließlich, als der Morgen dämmerte, öffnete Kito langsam die Augen. Daphne hielt den Atem an. Dann, als ob er ihre Stimme gehört hätte, hob er seinen Rüssel und berührte sanft ihre Hand. Ein Lächeln breitete sich auf Daphnes Gesicht aus. Sie wusste, dass er es geschafft hatte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.